Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr als Anfänger lernen könnt, Gesichter von vorne zu zeichnen. Die Methode zum Thema Gesichter zeichnen, die ich euch heute zeigen werde, ist definitiv keine Neuheit und ihr habt sie bestimmt auch schon bei dem einen oder anderen auf YouTube gesehen. Ich würde euch die Methode trotzdem gerne zeigen, weil ja jeder nochmal ein paar andere Tipps und Erfahrungen von sich teilen kann. Zuerst zeichnen wir ein männliches Gesicht. Dafür zeichnen wir als erstes einen Kreis und teilen den Kreis dann mit zwei geraden Linien vertikal und horizontal jeweils in der Hälfte. Dann machen wir unter dem Kreis eine kleine Linie. Der Abstand von der Linie zum Kreis ist genauso lang wie der Radius vom Kreis. Hier können wir dann das Kinn und den Kiefer einzeichnen und mit dem Kreis verbinden. Bei männlichen Personen ist das Kinn und der Kiefer meist etwas breiter und kantiger als bei weiblichen Personen. Wenn das geschafft ist, kommen wir auch schon zu den Augen, Nase und Mund. Dafür teilen wir das Gesicht wieder in mehrere Bereiche ein. Zuerst machen wir eine horizontale Linie in der Mitte vom Gesicht. Dann teilen wir die untere Hälfte wieder mit einer horizontalen Linie in zwei Teile und den unteren Teil davon auch nochmal in zwei Teile. Das gleiche machen wir jetzt auch mit der oberen Hälfte vom Gesicht. Die zweite Linie von oben zeigt an, wo später die Haare anfangen. Die dritte Linie von oben, bzw. die Linie, die das komplette Gesicht in der Hälfte teilt, gibt an, wo die Augen liegen werden. Die zweite Linie von unten ist für die Position der Nase und die Linie darunter für den Mund. Um jetzt die Augen einzuzeichnen, müsst ihr zuerst die Linie in 5 gleich große Teile einteilen. Meine Linie war 7,5 cm lang, also habe ich die Linie in 5 1,5 cm lange Bereiche geteilt. Don't hold it back, no, don't hold it back. This time I will be just fine. All I wanna do is fly through the world and live this life. Die Augenbrauen habe ich eher etwas dicker und gerade gezeichnet. Für eine weibliche Person würde ich die Augenbrauen eher etwas dünner und gebogener zeichnen. Für die Nase machen wir jetzt nochmal 2 Hilfslinien. Dafür zeichnen wir jetzt jeweils eine Linie vom Auge zur Linie für die Nase. Ich nehme die horizontalen Hilfslinien nicht immer 100%ig genau, sondern eher als groben Anhaltspunkt. Deswegen habe ich hier die Nase auch etwas oberhalb der Linie eingezeichnet. Ich schaue hierbei eher, was für mein Auge gut aussieht. Für die Lippen habe ich mich auch wieder nicht 100% an die horizontalen Hilfslinien gehalten, sondern eher nach Gefühl gezeichnet. Bei den Lippen achte ich hauptsächlich auf den Abstand zwischen Nase und Oberlippe, sodass der nicht zu groß wird. Damit der Mund nicht zu breit oder schmal wird, könnt ihr auch noch Hilfslinien von der Mitte der Augen nach unten einzeichnen. Take me other thing going to do. Where's the life where's my childhood? Danach habe ich das Gesicht noch ein bisschen kürzer gemacht, indem ich das Kinn weiter nach oben gesetzt habe. Dann habe ich dem Gesicht auch eine noch etwas natürlichere Form gegeben und Wangenknochen angedeutet. Die Ohren habe ich zwischen den Linien für Augen und Nase gezeichnet.
Nachdem wir jetzt gelernt haben, wie man als Anfänger ein männliches Gesicht zeichnen kann, zeige ich euch jetzt auch noch, wie ihr ein weibliches Gesicht zeichnen könnt. Anfangen tun wir hier genau wie beim Zeichnen von einem männlichen Gesicht mit einem Kreis und dem Kinn und Kiefer. Das Kinn ist bei weiblichen Personen meist schmaler und weniger kantig. Auch hier machen wir wieder die gleichen Hilfslinien und zeichnen Augen, Nase und Mund entsprechend ein. Die Augenbrauen habe ich hier etwas dünner und gebogener gezeichnet als bei der männlichen Person. You remind me of someone that I met before. So don't try to give me hope. You're giving me that face, you know that I'm not used to love. I won't fall into a void this time, 'cause I'm so fucked up in my mind, and I can fall in love so fast. But I won't do the same this time. This time I will be just fine. All I wanna do is fly through the world and live this life. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen und ihr seid eurem Ziel, Gesichter zeichnen zu können, ein bisschen näher gekommen. Ich werde in nächster Zeit öfter ein paar Zeichenvideos hochladen, wenn nicht gerade ein neuer Monat in meinem Bullet Journal ansteht. Wenn euch das Video zum Thema Gesichter zeichnen für Anfänger gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.